Hallo Freunde, ich bin's wieder, Francisco. Heute machen wir was sehr Cooles mal. Wie ihr sehen könnt, ich habe nur einen Pulli an, keine Jacke, ist nämlich schon warm. Es sind die ersten warmen Tage und wenn wir Glück haben, könnten wir die Kröten schon antreffen bei ihrer Krötenwanderung. Also die Erdkröten, also Bufo Bufo. Und ich weiß, das ist die häufigste Krötenart und man denkt so, ja, Kröten ist ja nichts Spannendes, aber die kommen viel zu kurz. Das sind so schöne Tiere mit tollen Farben. Die Augen, habt ihr euch die mal angeschaut? All das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Viel Spaß dabei. So, jetzt sind wir schon auf dem Weg auf die erste Kröte gestoßen. Ja, auf jeden Fall, da ist schon die erste, die machen wir jetzt da weg, dann geht's weiter. So, das ist jetzt die erste Kröte. Ich habe auch keine Handschuhe an, deswegen werde ich sie jetzt nicht selbst anfassen. Einfach mit Laubbissen. Ja, ist wahrscheinlich ein Männchen, weil es nicht so groß. Und jetzt können wir weiterfahren. Also wir sind jetzt hier angekommen und schaut mal die Aussicht. Man kann von hier aus schon die ersten Kröten sehen. Ah, da sind schon zwei sogar. Also da ist eine, da ist die andere. Ja, es wird gut. Das wird richtig gut. Schaut mal, überall sind welche. Und man hört sogar, wenn man da genau hinhört, hört man es auch ein bisschen rascheln ab und zu, weil die alle entlang wandern zum Weiher. Und da gehen wir jetzt hin und gucken, was uns erwartet. Also wir sind jetzt angekommen, wie ihr gesehen habt. Hier hocken auch schon die ersten Erdkröten und wir laufen jetzt weiter zum Weiher, um dort mehr anzutreffen. Und wir haben echt Glück, dass wir jetzt welche finden, weil es war jetzt alles eine sehr trockene Zeit, also es hat kaum geregnet, aber es sind jetzt schon so die ersten warmen Tage gewesen, deswegen haben wir gedacht, wir schauen mal, ob wir trotzdem Glück haben und siehe da, wir haben Glück. Also wir schauen jetzt mal, wie viele da sind. Also ihr seht, die hocken da überall. Und schaut mal, hier ist jetzt ein gutes Beispiel. Da hocken jetzt 4 Stück beieinander und wie es aussieht, sind es nur Männchen. Also Weibchen werden von Jahr zu Jahr, das habe ich gemerkt, immer weniger. Also sind kaum noch welche da. Also jetzt auch nicht, dass da nur 3, 4 Stück sind, aber es sind schon deutlich weniger. Schaut mal, hier sieht man, es gibt auch sehr viel Konkurrenz, da es ja auch nur wenige Weibchen gibt, aber viele Männchen. Das erste Highlight, und zwar, hier klammert sich schon das Männchen an das Weibchen. Ihr seht, also das erste Weibchen haben wir schon mal gefunden. Ah, schaut mal, da ist noch ein Pärchen. Und hier sind wir jetzt schon näher am Weiher und man hört schon die ersten Kröten rufen. Also die rufen schon richtig. Ja, das gehört. Also wir kommen schon näher. Ja, auf jeden Fall ist Bufo Bufo die häufigste und auch größte Krötenart, die wir hier haben in Deutschland. Wir haben ja auch noch die Kreuzkröte, wir haben auch die Wechselkröten. Ja, hier schaut mal, da kommen sie, da sind 2 Stück, da eine und da eine. Also die kommen hier aus dem tiefen Wald einfach alle zu einem Weiher. Ja, man hört es hier überall raschen, man hört sogar eine Eule.
Also auch in Deutschland geht Hörping. Also Leute, da hinten ist schon der See. Und je näher wir kommen, desto mehr Pärchen sind auch da. Also hier ist ein Pärchen. Da, der wird gleich klammern. So, und da unten ist der Weiher. Oh ja, da ist alles voll. Und da könnt ihr schon zum Beispiel ein Pärchen sehen. Die gehen jetzt eben den Weg nach unten in den Weiher. Und wenn wir da mal ranzoomen, seht ihr, da hocken sie alle, beziehungsweise schwimmen sie alle. Überall Erdkröten. Sehr, sehr cool. Also wir haben hier zum Beispiel auch anderen Laich vom Grasfrosch in dem Fall. Also die wohnen hier im selben Biotop und teilen sich dann auch das Ökosystem, wie ihr sehen könnt. So überall sind die Pärchen. Und was auch sehr cool ist, was mir aufgefallen ist, dass es viele Farbvarianten auch gibt. Also von gepunktet, hellbraun, dunkelbraun, orange, teilweise schon fast richtig rot. Also es ist eine große Farbvielfalt dabei. So, ihr seht, hier sind auch sehr viele Pärchen. Also da zum Beispiel und hier halt direkt am Ufer. Man sieht diesen deutlichen Größenunterschied zwischen Männchen und Weibchen. Also die Weibchen werden doch auch sehr groß, finde ich. Teilweise, also die jetzt nicht so. Aber vorhin da war ein Weibchen, das war ja fast eine Ackerkröte gefühlt. Nee, nicht ganz, aber hier seht ihr, wie das Männchen klammert. Da gibt es nämlich auch einen Trick, wo man das selbst prüfen kann. Den demonstriere ich euch mal kurz. Und zwar, also ich habe jetzt Handschuhe an. Für die, die sich fragen, warum. Wir wollen natürlich keine Krankheiten irgendwie übertragen. Und vielleicht habt ihr auch schon gehört vom Chytridpilz. Es ist nicht zu spaßen damit. Ich zeige es euch jetzt mal. Also deswegen, seht ihr? Der klammert jetzt, weil er denkt, dass ich ein Weibchen bin. Seht ihr? Und jetzt klammern die alle an meinen Fingern. Man kann auch mal hingehen und zack, jetzt klammert der. Man spürt auch, dass die da ordentlich Kraft haben. Der hat jetzt gemerkt, oh, ist eigentlich gar kein Weibchen. Der hier, die sind auch alle gekommen. Mal gucken. Ja, und der klammert auch. Seht ihr? Und die klammern richtig. Also man kann ja auch, seht ihr? Also ist ziemlich cool. Und jetzt seht ihr die ganzen Männchen hier. Das ist ein Männchen, das und das. Die sind jetzt alle hierher gekommen, da kommt es auch mal vor, wie ihr sie hier sehen könnt. Die haben sich gerade gegenseitig geklammert. Dann merken die aber, oh, ist eigentlich gar kein Weibchen. Und dann machen die diese Abwehrrufe, die man hier überall hört. Und dann wissen die, nee, da kann ich mich jetzt nicht paaren. Zum Beispiel hier. Seht ihr? Der will jetzt klammern, hat gemerkt, oh, nee, der hat jetzt diesen Abwehrruf gemacht und dann gehen sie weiter. Ja, also man kann das hier perfekt selbst sehen, wie das alles abläuft. Da sieht natürlich auch sehr, sehr schön hier alles aus. Da ist der Wasserfall. Schaut mal, was ganz Cooles, und zwar 3 Weibchen. Also die Krötenweibchen hier, die laichen natürlich jetzt nicht in diesem Bach hier, sondern die wollen alle in den Weiher rein, wo sie dann laichen werden. Also das ist nur unterwegs. Bleiben die jetzt auch in diesem Gewässer kurz und dann geht es weiter zum Weiher. Und das ist auch sehr erstaunlich, dass wir hier 3 Weibchen alleine beieinander finden und auch recht große Weibchen. Wir kommen dann morgen nochmal genau an dieselben Stellen. Ist natürlich besser mit Licht, weil dann können wir viel bessere Aufnahmen machen, zeigen euch die auch mal
von unter Wasser, wie die da schwimmen, was sie da alles treiben. Das werden gute Aufnahmen, weil hier sind richtig viele.